Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des römischen Legionärs aus dem 3. Jahrhundert nach Christus von Mercury Models im Maßstab 75 mm. Das ist meine erste Resinfigur dieses Herstellers. Ich finde, die haben ganz interessante Themen zur Auswahl. Zum einen eben einige Sachen aus der römischen Zeit, aber auch ein paar andere Dinge, die ganz nett sind. Ich habe mir jetzt hier den römischen Legionär ausgesucht, weil der ganz gut zu einer Dioramenidee passt, die ich schon länger im Kopf habe. Im 3. Jahrhundert wurde das Römische Reich von zahlreichen Katastrophen heimgesucht. Zum einen war das die Zeit der sogenannten Soldatenkaiser, wo es zu zahlreichen und langwierigen Bürgerkriegen kam. Zum anderen gab es auch neue aggressive Feinde an den Grenzen, mit denen man sich auseinandersetzen musste. Und das führte eben zu einer Veränderung innerhalb des römischen Militärs. Und das kann man hier an der Figur ganz schön sehen. Die stellt jetzt nicht mehr den klassischen römischen Legionär dar, an den man eben zuerst denkt, sondern da hat sich die Ausrüstung schon etwas gewandelt. Ich finde, das ist eine hochgradig interessante Epoche, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie eben geschichtlich nicht so ganz gut dokumentiert ist im Vergleich zu anderen Epochen. Dafür gibt es aber relativ viele archäologische Funde, vor allem eben auch von militärischen Ausrüstungsgegenständen, worauf eben hier diese Figur basiert. Soviel dazu, jetzt schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist relativ klein, dafür aber sehr stabil. Finde ich gut, das ist bei Resinfiguren immer besonders wichtig, da die Teile doch recht bruchgefährdet sind. Im Inneren findet man dann hier etwas Polsterfolie und einen Beutel mit den Bauteilen für die Figur. Finde ich jetzt nicht so gut, dass alles hier in einem Beutel drin ist. Das sind doch immer ein paar dünne, fragile Teile dabei, die auch gerne dann verbiegen. Da fände ich es besser, wenn man das vielleicht mit einem Stück Karton abstützen kann. Aber die Verpackung ist, denke ich mal, ausreichend. Der Karton ist sehr stabil und gepolstert ist es auch. Also sollte okay sein. Hier seht ihr alle Bauteile der Figur. Ist relativ viel, wie man sehen kann. Wir haben hier den Torso mit den Beinen. Dann hier einen kleinen Sockel. Das ist hier so ein Stück Felsen, wo der Legionär eben draufstehen soll. Dann 2 Schilde. Das ist ganz cool. Kann man sich dann aussuchen. Hier dann einen Köcher für die Wurfspeere und dann hier noch die Schwertscheide und die Schwertklinge, 2 Arme und hier dann der Kopf. Hier, das ist ein Teil, das gehört zum Helm, das ist schon abgebrochen. Dann hier der Pugio-Dolch und noch eine Trinkflasche. Insgesamt ist es eine ganz klassische Aufteilung und als nächstes schauen wir uns jetzt alle Bauteile einzeln näher im Detail an. Hier dann der Torso mit den Beinen aus der Nähe. Da sticht zuallererst hier diese Schuppenpanzerung ins Auge, die sogenannte Lorica squamata. Die wurde in dieser Form zwischen England und Syrien mehrfach ausgegraben und scheint eine relativ gängige Panzerung gewesen zu sein zu der Zeit. Wunderbar detailliert, ganz fein abgesetzte Schuppen und auch die Verschlüsse hier und Verzierungen an den Gürteln und Trageriemen sehen wirklich spitze aus. Faltenwurf auch sehr realistisch. Manchmal sieht man auch bei den Figuren, dass das total übertrieben aussieht, aber hier finde ich, ist es genau richtig. Zur Versäuberung gibt es hier eigentlich nur sehr wenig. Wir haben hier unten 2 Angussstellen und hier innen ein bisschen Fischhaut und Grat von der Gussform. Das ist aber leicht zum Entfernen. Also ziemlich pflegeleicht. Wunderbare Details, das macht doch Lust auf mehr. Weiter geht's mit den nächsten Bauteilen. Hier der Trinkflasche, dem Pugio-Dolch, dem Kopf mit dem Helm und hier dieses Teil, das ist hier schon abgebrochen. Das ist hier so ein Schutz
Dach, das gehört hier vorne an die Front des Helms. Zuallererst fällt auf, dass hier ein bisschen so dünne Fischhäute dranhängen überall. Das ist aber leicht zum Entfernen mit einer Zahnbürste zum Beispiel. Fällt das einfach schon von alleine weg, mehr oder weniger. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, auch hier wieder scharf detailliert alles. Ja, der Helm sieht auch spitze aus. Hier unten an der Faltenwurf von dem Halstuch, was der Legionär trägt. Und der Gesichtsausdruck ist natürlich sehr interessant. Der schreit eben seinen Schlachtruf, während er eben gerade zum Angriff übergeht. Finde ich gut. Ist auch überhaupt eine sehr dynamische Pose von der Figur mit einem passenden Gesichtsausdruck. Finde ich sehr schön. Ja. Trinkflasche finde ich auch ein schönes Detail. Die meisten historischen Figuren haben sowas nicht dabei, wobei es eigentlich Sinn macht. Ich denke, dass auch Soldaten in der Antike irgendwelche Trinkgefäße immer am Mann hatten, weil auch in größeren Schlachten gab es mal ein paar Minuten Zeit, wo man vielleicht mal einen Schluck trinken möchte. Nun folgen die beiden Arme. Das ist hier der linke Arm, der dann später auch den Schild trägt. Ja, auch nur ein Anguspunkt, aber hier ist ein bisschen mehr zum Versäubern und es sieht auch hier an der Innenseite nicht sehr ordentlich aus. Also da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen nachbearbeiten. Ja, ansonsten kann ich hier keine Makel erkennen, auch keine Lufteinschlüsse. Das ist eigentlich bei Riesenfiguren oft ein Problem. Hier habe ich bisher solche Defekte noch gar nicht sehen können. Also das spricht für den hervorragenden Resinguss. Ja, hier dann der rechte Arm, der hier auch den Griff des Schwertes hält. Ja, sieht ein bisschen ordentlicher aus. Da ist eigentlich nichts zu verändern. Hände sind auch schön detailliert. Man kann sogar die Fingernägel erkennen. Ja, finde ich sehr gelungen. Also die von Mercury wissen auf jeden Fall, was sie tun. Hier haben wir dann einige Ausrüstungsgegenstände, die separat ausgeführt sind. Namentlich hier dieser Köcher für die Wurfspeere. Hier dann die Wurfspeere selber, die sind jetzt nicht in der ganzen Länge ausgeführt. Schwertscheide und Schwertklinge. Ja, der Köcher. Schön detailliert, man kann ja auch sehen, wie das Leder zusammengenäht wurde. Ganz interessantes Detail, kann man dann auch schön bemalen. In verschiedenen Brauntönen. Ja, die Wurfspeere haben ein bisschen Grat, aber das ist auch wieder leicht zum Entfernen. Zumal man ja da auch nicht so viel sieht davon später. Schwertscheide. Auch schön detailliert mit den Tragegurten schon angegossen. Auch hier sieht man wieder, wie das zusammengehalten wird von verschiedenen Fäden und Lederstreifen. Und hier dann die Schwertklinge. Ist wieder mal aus Resin ausgeführt und auch wieder nicht so ganz gerade. Ja. Kann man sicherlich gerade biegen, aber ich finde, da ist Resin einfach nicht geeignet. Hier auf der Schachtel sieht man zum Beispiel, beim Urmodell wurde hier Metall verwendet und das wäre vielleicht besser, wenn man so ein Teil aus Zinn hätte. Das verbiegt zwar auch leicht, aber man kann es leicht und dauerhaft wieder gerade biegen. Wie schon vorhin erwähnt, liegen der Figur 2 Schilde zur Auswahl bei. Finde ich ganz gut. Wir haben hier einmal den klassischen Legionärsschild, Scutum genannt, und hier dann noch ein Rundschild, nennt sich glaube ich Parma. Äußerlich schön detailliert mit der Heraldik, die da drauf gehört.
muss man sich da mal ein bisschen eingehender befassen. Das ist ein Thema für sich. Ich bin ein ganz schrecklicher Freihandmaler und nutze da ganz gern Abziehbilder. Ja, kann jeder machen, wie er will. Innendetails, ja, ganz okay hier. Beim Rundschild, finde ich, schaut es ein bisschen komisch aus hier mit diesen Kratzern oder Vertiefungen. Das ist sicherlich nicht Absicht. Ja, sollte man gegebenenfalls etwas glätten mit Mr. Surfacer zum Beispiel. Ja. Zum Versäubern gibt es ja nicht viel. Ein bisschen Fischhaut, aber das fällt ja gleich weg. Und hier unten die Anguspunkte sind eigentlich ganz clever gewählt. Ja, schöne Schilde und ja, eins bleibt über, das kann man ja dann für ein anderes Projekt mal benutzen. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die Base an, die beiliegt. Das ist hier nur so ein kleiner Felsvorsprung, hier mit den Vertiefungen für die Figur, dass sie da eben vernünftig befestigt werden kann. Details sind meines Erachtens ausreichend. Ich glaube aber nicht, dass ich es verwenden werde. Aber das bleibt jedem selber überlassen. Also es spricht nichts dagegen, das zu benutzen. Aber was ich da für einen Plan dafür habe, da eignet sich das nicht so ganz. Ich baue da meinen Untergrund lieber komplett selber. Aber es ist schön, dass es beiliegt. Die Verpackung dieses Figurenbausatzes mag vielleicht ein bisschen unscheinbar wirken, aber der Inhalt hat mich wirklich beeindruckt. Die Figur zeigt sich wirklich von ihrer besten Seite, ist toll detailliert, tolle Pose, tolle Themenwahl und dann ist auch noch handwerklich alles gut umgesetzt. Also der Resinguss ist überragend. Ich konnte keine schwerwiegenden Makel entdecken, also Lufteinschlüsse oder Fischhäute, Grat und so weiter. Das ist alles auf niedrigstem Niveau, kann man sehr leicht versäubern, teilweise eben auch mit der Zahnbürste, wie ich gezeigt habe. Also da braucht man noch nicht einmal eine Feile oder Schleifpapier. Wirklich ganz hervorragend und gelungen. Natürlich sind solche Resinfiguren von Kleinserienherstellern nicht billig. Die hier kostet ungefähr 45 €. Ist ganz happig, aber man muss halt sehen, wo das herkommt, in welchen Stückzahlen das gefertigt wird. Und so ergibt sich eben der Preis. Mir ist es das wert, weil mich einfach das Thema interessiert. Und wie schon vorhin erwähnt, habe ich da eine Szene im Kopf, wo eben noch mehrere Figuren dazukommen. Und da brauche ich eben so eine dynamische Pose. Das kommt dann, glaube ich, ganz gut zur Geltung. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf, mich da mal dran zu setzen und die Figur zu bauen und zu bemalen. So viel zu der Figur. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.